Willkommen in unserem Testgarten von unserem Dekobusch. Heute habe ich dir was ganz Besonderes mitgebracht und zwar den Works Landroid Vision Cloud 4W, also D. You know what I mean? Was wäre, wenn dein Mähroboter komplett kabellos und antennenlos mit einem Wechselakku durch jedes Gelände wie ein Land Rover rast und dabei den Rasen bis an den Rand trimmen kann? Das und nicht weniger verspricht Works mit seinem neuen Mähroboter. Und wir gucken jetzt mal, ob das Konzept von Works tatsächlich aufgeht und ob der Works der richtige Mähroboter für dich ist. Wenn du unseren Kanal schon kennst, dann weißt du es. Und wenn nicht, dann weißt du es nicht. Wir testen jeden Mähroboter, den wir in die Finger kriegen können. Von den billigen 300€ Modellen, wo du die Kabel noch im Garten vergraben musst, bis zu den absoluten Premium-Boliden für deinen Garten. Und alle Testberichte veröffentlichen wir auf unserer Webseite www.smart-home-fox.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Und deshalb lohnt es sich auch für dich, den Kanal zu abonnieren. Da unten ist der Button. Es gibt wirklich ein paar USPs, ich habe es angeteasert, die den Works so besonders machen. Das eine ist eben der Allradantrieb hier und diese super krasse Beweglichkeit durch das Gelenk in der Mitte, die ihn eben auf unebenen Boden sich anpassen lassen, so dass er gleichmäßig auch bei Huppeln den Rasen mäht. Dann haben wir dieses Trimmermodul Cut to Zero, was super spannend ist. Das haben wir so noch nicht getestet. Wir haben schon einen Trimmer mit Faden getestet. Ich packe dir mal hier den Link zum Video hin. Da kannst du einfach mal reinschauen. Vielleicht ist das auch interessant für dich. Auf jeden Fall das hier, da freue ich mich richtig drauf, das auszuprobieren, ob das funktioniert. Und natürlich finde ich es super spannend, hier dieses Vision Cloud Modul auszuprobieren. Die Navigation ohne RTK-Antenne, ohne Beacons, ohne Kabel vergraben zu müssen. Funktioniert das wirklich? Am Ende des Tages haben wir uns hier für das komplett Premium-Paket entschieden. Das kann bis zu 6000 Quadratmeter mähen und hat eben all diese tollen Features. Aber du musst natürlich entscheiden, welches du brauchst. Den Landroid gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Den gibt es auch für 600 Quadratmeter und für 2000 Quadratmeter. Und da wird es dann eben auch ein bisschen günstiger. Und dann gibt es auch noch eine Variante ohne Allradantrieb. Also wenn du nicht so einen super krassen Gelände-Parcours im Garten hast, dann ist für dich vielleicht auch die Möglichkeit, den ohne Allradantrieb zu nehmen. Und dann ist es eben auch günstiger, ne? Ich packe dir alle Links unten in die Beschreibung, da kannst du gucken. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Auswahl des richtigen Produkts, dann nutzt doch einfach mal unseren Mähroboter-Berater. Den Link packe ich dir ebenfalls in die Beschreibung. Da kannst du dich kostenlos von uns persönlich beraten lassen, welches der richtige Mähroboter für dich ist. Einfach mal ausprobieren und das richtige Gerät finden. Jetzt aber genug erzählt. Jetzt richten wir das Teil mal ein und gucken, ob es wirklich so schnell geht, wie Works verspricht. Das Prinzip bei Works heißt Unbox and Mow. Wir probieren es mal aus. Piep, 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 piep. Wie viel Power hat Vision Cloud 4WD? Ich bin richtig gespannt, der hat auf jeden Fall ein richtig fettes Netzteil. Und Kinder, immer vorsichtig mit dem Strom. Wenn das Kabel vorher im Rasen lag, im nassen, feuchten Gras, dann mach den Stecker noch mal schön trocken vorher. Na, Spaß. Hat funktioniert. Wir haben Strom. Wir haben die Station angeschlossen. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz das Gerät an und ich finde schon, das ist hier eine starke Verarbeitung. Das wirkt alles sehr robust. Wir haben hier eine fette Stoßstange. Wir haben hier den Wechselakku, der sich super leicht entfernen lässt. Und das ist auch ein echter Mehrwert von Works. Du kannst diese Batterie, diese 20 VMAX Pro Batterie mit 5 Ampere-Stunden, kannst du auch für andere Works-Geräte verwenden. Also im Winter hast du dann Akku mehr für deine Haushaltswerkzeuge, Geräte, Gedöns.
Und auch andersrum natürlich. Also das finde ich schon eine coole Sache. Und besonders wenn der Akku dann mal die Grätsche macht, das soll ja vorkommen bei Akkus nach ein paar Jahren, dann kannst du den einfach austauschen, musst nicht das ganze Gerät einschicken oder im schlimmsten Fall wegschmeißen. Also hier hat Works schon mal von mir ein extra Bonus Öko und gut für den Geldbeutel Fuchspunkt bekommen. Jetzt schauen wir uns mal das Seitenmodul an. Und zwar kann man hier oben das Modul verstellen in 3 Stufen. Und da kannst du die Höhe für den Randschnitt sozusagen festlegen. Das finde ich gut. Und was mir auch auffällt, wenn ich das angucke, hier ist massiver Eisenschutz. Ja, das heißt, selbst wenn er hier irgendwie an Steine kommt oder so, dann wirst du dir nicht direkt die Messer zerfetzen. Das ist eine gute Idee. Ob das funktioniert, so wie ich mir das gerade vorstelle, das finden wir gleich raus. Jetzt aber zur Einrichtung. Alter Schwede, das Teil ist nicht leicht. Das Gerät wiegt sage und schreibe 14 Kilo ungefähr. Aber ich habe meinen Spinat immer fleißig gegessen, also macht euch keine Sorgen. App runtergeladen, Gerät eingebunden, hat alles in allem 5 Sekunden gedauert. Software-Update dauert halt dann je nach Internetverbindung länger, aber jetzt erstellen wir mal die Karte und gucken, was passiert. Oh, Tipps. Bitte schneiden Sie den Rasen vorab. 10 cm. Entfernen Sie alle Hindernisse. Natürlich. Verhindern Sie, dass Haustiere Ihre Kinder den Rasen betreten. Nicht nach Einbruch der Dämmerung. Okay. Hier, das ist ein bisschen hier wie in der Sowjetunion. Es gibt verschiedene Zellen und die kannst du einrichten. Und auch No-Go-Zonen, also Zonen und Wege. Auch. Wege auch gut, um die Zonen zu verbinden. Wir probieren es mal aus. Wir starten. Wir starten die Rakete. Bluetooth-Verbindung, check. Netzwerk verbinden, check. Landrät an der Ladestation, check. Batteriestand, check. Landrätstatus. Es kann losgehen. Wow. Er dreht sich auf der Stelle. Guckt es euch an. Und das auch noch schonend zum Boden. Wow. Man kann hier auch manuell kartieren, wenn man möchte. Aber ich lasse ihn erstmal seinen Job machen und gucken, was passiert. Okay, das war wirklich beeindruckend. Er hat die Zone 1 in unter 10 Minuten selbstständig erstellt. Nur einmal habe ich eingegriffen. Da wollte er einfach eine Fläche noch hinzufügen, die ja unterm Baum nicht bewachsen ist. Kann ich verstehen, dass er sie hinzufügen wollte. Ich wollte das nicht, deswegen habe ich es da kurz abgebrochen, habe dann wieder in den Automodus geschaltet. Dann hat er an der anderen Stelle einfach seine automatische Kartierung fortgesetzt. Hat richtig gut geklappt. Jetzt gucken wir mal. Zone 1 complete. Jetzt machen wir mal Zone 2. Wir stellen mal einen Pfad und gucken, ob das funktioniert. Fährst du zum Rand der Zone. Zonenrandgebiet. Start. Und dann fahren wir rüber in den Osten. Und fertig. Karte wird verarbeitet. Und fertig ist die Karte. Was du brauchst, auf jeden Fall Bluetooth. Brauchst WLAN, gute, stabile Verbindung. Und da hat jetzt tatsächlich die automatische Kartierung in Zone 1 sehr gut funktioniert. Es ging super schnell, Karte gespeichert. Und Zone 2 habe ich jetzt händisch gemacht und das hat auch gut funktioniert. Das Ganze habe ich dann mit einem Weg verbunden und fertig ist die Kiste. Und jetzt schicken wir das Teil mal nach Hause und gucken, wo er ankommt.
Lass uns einen Blick in die App werfen. Hier kannst du alles einstellen und du siehst natürlich deine Rasenfläche, siehst den Mähfortschritt des Roboters und den Akkustand. Du kannst den Roboter starten und anhalten und nach Hause schicken. Du kannst hier den Rasenkantenschnitt aktivieren oder stoppen. Du kannst auch den Party-Modus aktivieren. Das bedeutet dann sozusagen, dass er in seiner Station bleibt, auch wenn der Zeitplan ihn eigentlich losschicken würde, weil du eine Gartenparty feierst. Und so finde ich eigentlich, dass die App recht übersichtlich ist und benutzerfreundlich. Da geht es nicht überladen und sowas. Das Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ist die Verbindung zum Roboter. Die verliert er häufiger mal, wenn man außer Reichweite war, und dann muss man sie wieder suchen bzw. aktivieren, und das finde ich etwas mühselig. Und das könnte vielleicht hier noch verbesserungswürdig sein. Die Schnitthöhe vom Mähwerk für die große Fläche, die stellst du über die App ein, und für das Seitenmodul musst du hier mal richtig am Rad drehen. Da gibt es 3 Einstellungsmöglichkeiten, ja, und 3 Höhen. Da musst du dann eben per Hand ran. Wenn du das Teil dann eingerichtet und kartiert hast, dann geht es auch direkt los mit dem Mähen. Und wie du siehst, fährt er hier in schönen, gleichmäßigen Bahnen auf dem Rasen hin und her und mäht. Aber wie macht er das eigentlich? Wie navigiert der Vision Cloud 4WD? Man kann es so verstehen. Der Mäher hat 3 Technologien, die aufeinander abgestimmt sind, die so an dieser Stelle bisher noch niemand kombiniert hat. Erstens das Vision AI Modul. Der Works hat eine Stereokamera vorne, und das ist kein billiges Webcam-Auge, sondern ein System, das 20 Millionen reale Bilder als Training hatte. Alle 0,05 Sekunden macht er ein Foto und entscheidet, Gras, Kante, Igel, Schuh. Das passiert so schnell, dass du nicht mal blinzeln könntest. Das zweite ist das RTK Cloud System. Das ist satellitengestützte Präzisionsnavigation. Dieselbe Technologie, die auf Golfplätzen eingesetzt wird, um den Greenkeeper-Roboter auf den Zentimeter genau zu steuern. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu anderen RTK-Mährobotern. Du musst keine eigene Antenne im Garten aufstellen. Die Korrekturdaten kommen direkt aus der Cloud. Auspacken, hinstellen, fertig. Und drittens, VSLAM als Backup. Wenn das GPS-Signal kurz unter Bäumen oder neben einer Mauer schlapp macht, kein Problem. Dann springt die visuelle Orientierung ein. Der Mäher erkennt Landmarken im Garten wie ein kleiner Roboter Sherlock Holmes und weiß trotzdem immer, wo er ist. Das Ergebnis aus diesen 3 Technologien zusammen: ein Chip, der 10 Billionen Operationen pro Sekunde verarbeitet. 10 Billionen. Das ist mehr Rechenpower, als die meisten Laptops haben, und der mäht damit deinen Rasen und navigiert hervorragend, wie du siehst. Die systematischen Bahnen, die er fährt, das ist kein Zufallsprinzip, so wie früher bei diesen Mährobotern, die einfach nur von einer Grenze zur nächsten gefahren sind, dann wie so ein Flipper gedopst in die andere Richtung und so weiter. Hier fährt er eben strukturiert, und du kannst sogar einstellen, wie er fahren soll. Du kannst die Fahrtrichtung per App vorgeben, so damit du eben kein unliebsames Muster im Rasen hast. Die Schnitthöhe, die lässt sich digital einstellen. Wir gehen mal runter auf 3,5. Die Schnitthöhe kannst du variieren zwischen 2 cm und 7 cm. Und du kannst auch einstellen, ob du in Zone 1 zum Beispiel eine andere Schnitthöhe haben möchtest als in Zone 2. Ein Regensensor ist auch an Bord. Das heißt, er merkt, wenn es regnet, und fährt dann zurück in die Station und mäht dann erst weiter, wenn es einigermaßen trocken ist. Du kannst die Verzögerungszeit einstellen, zum Beispiel ich habe sie auf 3 Stunden stehen, dann ist es bei einigermaßen wieder trocken und der Roboter kann weiter mähen. Welche Durchgänge kann der Vision Cloud 4WD durchfahren? Wir haben hier einen 70 cm breiten Parcours aufgebaut und gucken, ob er da durchkommt. Und wie du hier siehst, macht er das ziemlich gut. Der checkt die Hindernisse ordentlich ab, manövriert genau dadurch und wendet auf engstem Raum, um dann wieder den gleichen Weg zurückzufahren. Das ist Präzision par excellence. So laut ist er ungefähr. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt hören kannst, ja, weil der Brunnen daneben, der ist deutlich lauter. Und mein Gebabbel auch. So sieht dann der Schnitt aus. So lang ist es dann ungefähr, ne?
Jetzt gibt's noch einen Tipp vom Smart Home Fox Gartenzwerg. Und zwar, wenn du jetzt nach dem Winter relativ hohes Gras hast, dann würde ich auf keinen Fall, so wie wir jetzt für den Test, auf einmal so viel abschneiden, weil dann hast du so lange Halme, die liegen dann oben drauf und das ist schlecht für den Rasen, der kann nicht so gut atmen. Ich würde das dann über mehrere Tage oder Wochen immer ein Stückchen weiter runterschneiden. Ne? Also erstmal auf die 7 schneiden, die hier maximal gehen beim Works zum Beispiel, und dann erst runter auf die 6,5, dann auf die 6 oder so, damit du schöne, feine, kleine Rasenstücke hast, die zwischen die Halme fallen und dann wie ein organischer Dünger fungieren können. Auf der Fläche sieht es schon sehr gut aus. Jetzt schauen wir aber mal, was das Kantenschnittmodul so kann. Ich bin richtig gespannt, denn das ist ja wirklich außergewöhnlich und so eins hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich starte mal den Kantenschnitt und wir gucken es uns an. Cut to Zero heißt das ganze Modul hier am Rand und ich stell's mal auf die niedrigste Stufe. Cut to Zero, so heißt das Konzept von Works, das Randschnittmodul, und ihr habt es gesehen, wir haben es gesehen und ich finde, der hält am Rand schon sehr gut die Linie. Ich meine, der hat es ja automatisch kartiert hier, den Garten, und ist die meisten Ränder sehr schön straight abgefahren. Und dieses Modul schneidet dann die langen Halme auch ab. Allerdings ist uns auch aufgefallen, an einigen Stellen hat das Vorderrad das Gras platt gedrückt und dann wurde eben nicht so viel vom Modul abgeschnitten, wie wir uns das erhofft hatten. Um den Rand dann noch präziser mähen zu können, bietet es sich natürlich an, hier nochmal manuell die Randkartierung nachzujustieren. Dann kommt man natürlich näher an den Rand ran, wie wenn das der Mähroboter quasi automatisch im Alleingang macht. Was soll ich sagen? Randschnitt ist in diesem Jahr ein heißes Topic und der Works macht es schon ziemlich gut, deutlich besser als die Modelle aus dem letzten Jahr. Also Thema Sicherheit beim Randschnitt ist ja auch so eine Sache, ne? Und ich finde, das ist sehr sicher gelöst, ja, weil durch das Gitter, da gehen nur die Halme rein, ja. Und wenn du jetzt mit dem Fuß da stehst, dann kommt er überhaupt nicht in Verlegenheit, deinen Fuß zu rasieren. Das passiert nicht, das kann nicht passieren. Mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich eine Hinderniserkennung drin hat und im Idealfall dann auch aufhört zu mähen. Ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir testen jetzt die Hinderniserkennung. Die soll ja spitze sein, wie Slam. Let's go! Unserem Kaktus ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber was tut Works für unsere Stinkefüße? Fußcheck, jetzt ist unser Helmut gefragt. Alles klar? Wird der Zwerg es überleben? Da kommt der Roboter. Und easy umfahren. Der Works lässt sich gar nicht stören. Juhu, ich habe überlebt! Der ja in einem anderen Test ordentlich eins auf die Mütze bekommen hat, aber immer noch motiviert ist, wird sich jetzt voller Inbrunst vor den Mähroboter werfen und gucken, was passiert. Wow, that's unbelievable.
Was soll ich da noch sagen? V-Slam scheint der Shit zu sein. Wir haben eine richtig gute Hinderniserkennung gesehen. Wirklich in absolut seriösem Abstand vor den Hindernissen angehalten, kurz überlegt, links, rechts und dann einfach um das Hindernis drumherum gefahren. Das kann man sagen, können wir auf jeden Fall auf den Pro-Teil der Liste für den Works Landroid nehmen. Eine absolut starke Hinderniserkennung. Also der Works Landroid Vision Cloud, der hat hier auf unseren Hängen, auf unseren natürlichen Hängen im Garten, die so zwischen 10 und 20 Grad alles bieten, überhaupt gar keine Probleme hoch und runter zu fahren. Über Stock und Stein ist es wirklich wie eine Ziege, wie eine Bergziege. Aber laut Hersteller soll er 40 Grad Steigung schaffen. Wir haben das jetzt eben mal eingestellt und waren selbst ein bisschen schockiert, wie steil das aussieht. Und wir versuchen jetzt mal, den da hoch zu jagen und gucken mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob das die Garantie abdeckt. Jetzt probieren wir erstmal 26 Grad. Das schafft er spielend, leicht und das ist schon mehr als die meisten Mähroboter schaffen. Legen wir mal 5 Grad drauf. Das schaffst du auch. Drücken wir ihm die Daumen. Ring frei. Also Fazit zum Höhentest. Bisher hatten wir tatsächlich noch keinen Roboter, der so gut im Gelände Steigungen nehmen kann. Auf unserem normalen Hügeln hier hat er gar keine Probleme. Auf unserer hier inszenierten Rampe, unserer gebauten Rampe mit diesem Kunstrasen, da hat er auch einiges abgeräumt, besser wie jeder andere bisher. Allerdings tut er sich schon schwer, wenn er nicht die Erde hat, wo er dann auch Grip drin hat. Ne? Das ist halt hier schon nochmal eine Besonderheit. Aber Kletterleistung Note 1. Wie lange kann er mähen? Lass uns über den Akku sprechen. Der Akku, der ist ja, wie schon erwähnt, austauschbar, was ziemlich cool ist. Und du kannst ihn auf über 200 verschiedenen Works-Geräten verwenden. Das ist echte Flexibilität. Du kannst hier dir auch für den Trimmer, für die Bohrmaschine oder was Works sonst noch so im Angebot hat. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass der Akku nicht so viel Power hat. Also wir haben hier ungefähr 20% unserer 400 Quadratmeter Fläche mit einer Akkuladung gemäht. Dann ist er zum Laden zurückgefahren. Ist aber gar nicht so schlimm, denn er lädt ziemlich schnell auf. Schau mal hier. Da kann man zugucken, wie der Akku voll wird. In der Summe sieht es dann so aus, dass er in 2 Stunden über 400 Quadratmeter gemäht hat mit Randschnitt und einmal Zwischenladen. Das ist schon eine gute Zeit. Kapitel Wartung ist absolut überschaubar. Ich habe die Updates auf automatisch gestellt. So softwareseitig ist da eigentlich nichts mehr zu tun. Aber wie du siehst, das ist ein Arbeiter, der den ganzen Tag draußen ist und da wird er auch schon mal dreckig. Deswegen würde ich hier ab und zu mal nach diesem Profilreifen gucken, dass du hier die Erde rausmachst, ja, damit er den maximalen Grip behält. Es gibt hier tatsächlich sogar Reinigungsbürsten, die man separat kaufen kann. Sie reinigen die Räder während der Fahrt und minimieren so den Grasschnitt auf dem Gehweg. Das ist schon eine coole Sache. Link ist in der Beschreibung. Du kannst hier auch mal ab und zu sauber machen. Hier verhindert sich auch gern mal Schmutz, ja, das geht dann natürlich auch weg, wenn das sich dreht, aber kannst ja auch ab und zu mal gucken, damit die Leistung erhalten bleibt. Hin und wieder, alle paar Monate, wenn er regelmäßig mäht, musst du auch mal die Messer schleifen oder austauschen. Ja, da sind ein paar Ersatzklingen im Lieferumfang gewesen. Irgendwann sind die leer, dann musst du sie austauschen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und ansonsten ist das Teil recht wartungsarm. Wenn es super dreckig ist, vor dem Winter auch oder nach einer Schlammschlacht, dann nimm einfach den Gartenschlauch und spritz das Teil ab, ist wasserdicht. Aber übertreib's nicht, Druckstrahler weglassen. Und wenn es
richtig dreckig ist und der Gartenschlauch alleine nicht hilft und es vielleicht auch ein bisschen verschmiert ist, dann hol dir ein anständiges Reinigungsmittel, das ökologisch nachhaltig ist und in der Erde ohne Probleme versickern kann, ohne was kaputt zu machen. Wenn du Interesse an einem speziellen Reinigungsmittel vielleicht sogar hast für Roboter, dann schau mal in die Beschreibung, da packe ich dir einen Link rein und einen Rabattcode hänge ich auch noch dazu. Da steht er jetzt, der Worx Landro Eat Vision Cloud 4WD, eine verdiente Pause nach getaner Arbeit. Und was bleibt jetzt am Ende unseres Tests zu sagen? Das Wichtigste noch mal in Kürze, also der Akku. Ich finde es super, dass du ihn rausnehmen kannst und nicht so super finde ich, dass er relativ schnell leer ist, aber tatsächlich mäht der Roboter den Rasen ziemlich zügig, fährt dann, wenn der Akku leer ist, zurück zur Station und lädt super schnell wieder auf. Also das funktioniert schon hervorragend und ist jetzt kein Showstopper oder irgendein Problem. Denn nachdem er aufgeladen hat, fährt er ja dahin zurück, wo er aufgehört hat und mäht weiter. Für die Langlebigkeit des Geräts ist der Wechselakku auf jeden Fall Gold wert. Ein weiterer Kritikpunkt, der uns aufgefallen ist im Test, ist die Konnektivität zur App. Die war hin und wieder, hat die etwas gehangen, da hat es etwas gesponnen, da hat es ein bisschen länger geladen und sowas. Aber ich finde, das ist kein Problem, wenn du den in normaler Nutzung hast. Ja, wenn du ab und zu drauf zugreifen musst, wenn du jetzt so wie wir beim Test dauernd an, aus, dies, das, irgendwas anderes von ihm willst, dann ist es ein bisschen ermüdend gewesen. Aber Strich drunter, am Ende hat es gut funktioniert. Für wen ist das Teil jetzt geeignet? Also was uns richtig gut gefallen hat, Fakt ist, wenn du einen Garten hast, ja, der klein ist und flach ist und akkurat ist und gerade geschnitten, dann ist das Teil hier, vor allem mit dem Allradantrieb, einfach drüber. Da gibt es zum Beispiel den 2WD, der ist dann vielleicht besser für dich geeignet, dann ist er auch einen Ticken günstiger. Wenn du aber einen richtigen Geländegarten hast, so wie mit Bergauf, Bergab, paar Schlaglöcher, ja, Unebenheiten, steile Hänge, dann bist du mit dem Teil schon richtig gut aufgehoben, denn der ist wirklich ein Kletterchampion, da macht ihm keiner so schnell was vor. Wenn du schon im Worx-Universum unterwegs bist und da einige Werkzeuge hast, die auch mit Akku funktionieren, dann ist es natürlich auch ein No-Brainer. Du brauchst dann nur eine App und du kannst vor allem den Akku auch bei den anderen Geräten verwenden, das ist eine coole Sache. Das Thema Randschnitt, das war in den letzten Jahren immer ein Painpoint für alle, die uns im Mähroboter-Berater kontaktiert haben. Da haben sie gesagt, ich brauche einen guten Randschnitt und sowas. Und wenn du halt einen Rand hast, der genauso hoch ist wie dein Rasen, dann ist es ja gar kein Thema. Dann fährt der Landroid genauso wie fast jeder andere Mähroboter schön mit einem Fuß auf dem Asphalt und mit einem auf dem Rasen und mäht die Kante einwandfrei. Wenn du aber höhere Kanten hast, Randsteine oder sowas oder Mauern, dann war das immer ein absoluter Showstopper. Da kommt der Landroid eben mit seinem Cut-to-Zero-Modul am Rand, ja, hier um die Ecke gemäht und zeigt uns, wie es geht. Der hat ungefähr so 5 bis 10 Zentimeter am Rand stehen lassen. Das sah schon sehr gut aus, hat die Linie schön gehalten und vor allem kann man da wirklich auch über die Kartierung dann nochmal schön nachjustieren, sodass du da wirklich wenig Rasenrand stehen hast. Nicht null, aber wenig. Wenn du eine riesen Rasenfläche hast, ja, 4000 Quadratmeter, dann bist du mit dem Teil richtig gut beraten. Wenn du weniger hast, dann kannst du trotzdem mal schauen. Ich packe dir die Links in die Beschreibung. Diese Landroid Vision Cloud Roboter, die gibt es mit gleichem Funktionsumfang, nur eben was die Größe betrifft, nochmal eine Nummer kleiner, also für 600 Quadratmeter Rasen zum Beispiel, ja. Und dann kannst du hier eben einiges an Kohle sparen. Die sind dann günstiger und dann sind die auch eher für dich geeignet. Was uns richtig gut gefallen hat, war hier die Navigation mit dieser RTK-Cloud-Funktion. Keine Kabel, keine Antennen. Das hat einfach sensationell gut funktioniert. Der orientiert sich sehr gut im Garten. Und was uns noch besser gefallen hat, war die Hinderniserkennung. Denn da hat er einfach wirklich souverän gearbeitet und keine Igel geschreddert. Und das verdient auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du dir jetzt sicher bist, okay, ich will den Worx Landroid im Shop ansehen und mir vielleicht sogar kaufen, dann würde ich mich freuen, wenn du unseren Link dafür nimmst. Das kostet dich nicht mehr, aber es wäre eine riesen Unterstützung für uns, denn dann können wir weiterhin unabhängige Videos machen. Wenn du sowieso schon in die Beschreibung schaust, da kannst du auch den Link zu unserem Mähroboter-Berater finden. Da kannst du dich von uns persönlich beraten lassen und zwar kostenfrei und so viel schneller zum richtigen Mähroboter finden. Was denkst du über den Randschnitt? Wie machst du das bei dir zu Hause? Hast du vielleicht schon einen Mähroboter? Wie hast du deinen Randschnitt bisher optimiert? Ich würde mich freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst und mit uns teilst, damit die Community davon profitiert und vielleicht deine Tipps dann zu Hause auch umsetzen kann.
Wenn du noch mehr über Mähroboter sehen willst, schau mal hier, hänge ich dir die Playlist für unsere Mähroboter-Tests an. Da haben wir einige getestet in diesem und im letzten Jahr. Vielleicht ist da noch was Spannendes für dich dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du den Kanal abonnierst, unser Video teilst mit deinen Freunden und dann freue ich mich, wenn ich dich und deine Freunde bald in unserer Community wiedersehe. Bis dahin, Peace.